Es ist der 8. März und draußen ist wahnsinnig schönes, sonniges Frühlingswetter. Und so habe ich mir gedacht, ich schnapp mir mein neues Cube E-Bike und mache mich auf die Socken ins Sauerland. Gestartet bin ich dann in Dieringhausen, erstmal mit dem Zug nach Marienheide. Von dort habe ich mir dann das Bike geschnappt und bin über die Brucher Talsperre ein paar Quellen angefahren, die Wupperquelle, die Wolmequelle und dann die Aggerquelle. Und dann zurück ging es über die Genkeltalsperre und die Aggertalsperre, immer die Agger lang, wieder Richtung Dieringhausen, wo mein Startpunkt war. Ja, aus Marienheide heraus hatte ich dann ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten. Eigentlich wollte ich da unten im Tal an der Wupper lang fahren oder Wipper, wie sie da im Oberlauf noch heißt, aber bin da ein bisschen zu weit hoch über den Berg gekommen. Ja, nach ein paar hundert Metern war ich dann auch schon an der Brucher Talsperre angekommen und hatte dann auch gleich einen richtig schönen Blick auf dieses glitzernde Wasser in der Frühlingssonne. Das war schon beeindruckend. Weiter ging es dann am Stausee entlang und kurz darauf kam auch gleich so eine offizielle Badestelle. Und wirklich am 8. März ist da wirklich eine Frau am Baden im eiskalten Wasser. Also sehr beeindruckend. Hey, hier ist sogar eine richtige Bootsrampe, eine Slipanlage. Und die Leute baden schon. Ich gehe am Stock. Weiter ging es dann über die Staumauer. Und während da auf der linken Seite unterhalb der Staumauer der angestaute Bach eben in die Wupper geflossen ist, hatte ich da überhaupt keine Augen dafür. Eigentlich war ich ja wegen der Wupper gekommen, um mir da den Oberlauf mal anzuschauen und war aber von der Natur und dem Blau des Sees so begeistert, dass ich da irgendwie gar keinen Sinn für die Wupper mehr hatte. Die Brucher Talsperre ist also wirklich einen Ausflug wert. Auch im Sommer, man hat da wunderschöne Badestellen für jeden Geschmack und jede Familiensituation. Also kann ich nur empfehlen. Ich bin dann auch eine ganze Weile diesem wirklich angenehm zu fahrenden Weg um den See gefolgt, bis ich mich an dieser Kreuzung hier entschlossen habe, links den Berg hochzufahren. Ja, da ich an diesem Tag das neu gekaufte E-Bike eben so ein bisschen auf Herz und Nieren testen wollte, habe ich ja auch teilweise Bergauf- und Bergabfahrten vollkommen sinnlos gemacht. Aber also ich muss sagen, das Cube Kathmandu, das zieht da mit einem leisen Surren die Berge hoch. Da hat man immer das Gefühl, man fährt bergab. Ja, die Wegbeschilderung, die zeigte mir auf, dass ich mich noch im Bergischen befand. Denn da auf dem roten Schild steht die Bezeichnung Bergischer Fuhrmannsweg. Nach ein paar Kilometern Fahrt durch den schon fast selten gewordenen Wald kommt man dann auf solche kahlen Hochflächen, die ehemals bewaldet sind und die in den letzten Jahren durch Trockenheit und Borkenkäfer eben einen richtigen Kahlschlag erlebt haben. Das ist also vollkommen egal, wo man sich da in Deutschland befindet. Auf dem Harz sieht es fast genauso aus. Da hat man auch diese wirklich trockenen Flächen, wo eben nur noch diese Ginsterbüsche wachsen und wo der Boden eben durch den fehlenden Wald eben wirklich komplett austrocknet. Und das ist also wirklich erschreckend, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat. Ja, vielleicht hat gerade diese
karge Natur wegen seiner Ungewöhnlichkeit irgendwie einen ganz besonderen Reiz. Vor allen Dingen sieht das vielleicht ganz schön aus, wenn die Ginsterbüsche gelb blühen. Aber ich hoffe trotzdem inständig, dass sich ein natürlicher Mischwald da wieder ausbreitet. Durch Aufforstung oder natürlich, ich weiß es nicht. Und dass man eben diese Monokultur Fichtenwälder, die eben irgendwelchen Trockenheiten oder Borkenkäfern nichts entgegenzusetzen haben, dass man die Fehler eben nicht macht, die wieder hochzuziehen. Nach einer kleinen Talabfahrt auf einer wirklich fast frisch gemachten Straße ging es dann in das kleine Dörflein Börlinghausen, wo sich die Wupperquelle befindet. Das war ja mein eigentliches Ziel, bis zur Quelle der Wupper vorzustoßen, aber irgendwie hatte ich da noch einen Blackout gehabt und war da so in meinem Fahrrausch drin oder dachte, das kommt viel später, dass ich da wirklich vorbeigerauscht bin. Hier, genau an dieser Stelle hätte ich nur einfach 50 Meter nach links gehen brauchen und dann wäre ich zu der Wupperquelle gekommen. Ich habe hier mal eine Aufnahme von der Wupperquelle, die ich ein paar Monate später gemacht habe, eingefügt. Auch hier übersehe ich das blaue Quellhinweisschild, was eben auf dieses Quellgebiet hinweist, was sich da links in diesem Wäldchen befindet, wo man aber nicht hingehen darf aus Naturschutzgründen. Und dafür hat man im Dorf eben so einen Stein und so eine Hinweistafeln für die Touristen eben aufgebaut, aber irgendwie hatte ich dann keine Lust mehr, nochmal zurückzufahren, sondern weiter ging's. Gerade hier an dieser Stelle, aber auch an vielen weiteren Stellen trifft man immer wieder auf die Schilder des Jakobsweges. Das sind so kleine blaue Schilder mit gelben Strahlen und die sollen die Wege symbolisieren, die nach Santiago de Compostela führen. Und weiter ging die Fahrt vorbei an interessenlos guckenden Rindviechern. Und im Hintergrund sieht man noch die Fabrik von Busch und Müller, die mit Fahrradlicht eben an dem Aufschwung von E-Bike eben noch ganz gut mitverdient haben. Und schon befinde ich mich in Meinerzhagen, was ja so ein bisschen die südliche Metropole des Märkischen Kreises ist. Da rechts befindet sich der Stadtpark und geradezu ist eigentlich schon das Zentrum. Da ich aber bei diesem Fahrradausflug auf der Suche nach den Ursprüngen der kleinen Paddelflüsse war, bin ich nochmal nördlich geradelt zum Flüsschen Volme. Hier sieht man auch, das Ufer war komplett übersät mit den Frühblühern, die da im März so raussprießen, also Krokusse und Schneeglöckchen. Und es sah einfach recht hübsch aus. Das kleine 20.000 Seelenörtchen Meinerzhagen war geschichtlich gesehen im frühen 19. Jahrhundert eins der größten montanindustriellen Zentren der damaligen Welt. Das markanteste Gebäude der Innenstadt ist sicherlich die Jesus-Christus-Kirche, eine spätromanische Emporenbasilika. Und hier spielt gerade der RSV Meinerzhagen, ausgesprochen der Rasensportverein Meinerzhagen. Also solche bekloppten Bezeichnungen gab es also auch schon vom RB Leipzig. Und das ist übrigens auch der Heimatverein von Nuri Sahin. Ne, bekannt, er ist jetzt auch bei Dortmund als Trainer gerade rausgeflogen. Ich bin aber dann weiter zur Quelle der Volme gefahren und die ist wirklich richtig hübsch angelegt mit so einem kleinen Quellteich und hinter dem Türchen,
Da gibt es also Tische und Bänke und ich habe das genutzt und habe dort bei der sprudelnden Quelle mein mitgebrachtes Frühstück gegessen. Rund um Meinerzhagen gibt es jede Menge Quellen, die ihr Wasser in alle 4 Himmelsrichtungen verstreuen. Die hier gezeigte Volme, die fließt nach Norden und mündet in die Ruhr, während die Wupper nach Westen in den Rhein fließt, die Agger nach Süden in die Sieg und dann gibt es sogar noch die Lister, die nach Osten in den Bigge-Stausee mündet. Außerdem gibt es noch die Quellen der Hesmicke, der Ine und der Verse, die ein Zufluss der Lenne ist. Ich fahre aber weiter zur Quelle der Agger, die sich da unten links in diesem eingefriedeten Bereich mitten da auf der Wiese befindet. Um da hinzugelangen, muss ich aber erstmal hier durch so ein Wintersportgebiet mit Loipen und Sprungschanzen. Die Meinhardus-Schanze hat ihren Namen von diesem Einsiedlermönch bekommen, der wohl der Überlieferung nach der Stadt seinen Namen gab. So ist auch ganz unspektakulär die Quellentafel der Agger direkt an den Schanzenzaun genagelt, während man in die Quelle wie so eine Art Edelstahl-Gullideckel versenkt hat. Wenn man an dieser Stelle dem kleinen Aggerbächlein Richtung Süden noch ein paar hundert Meter folgen würde, würde man zu dem Schloss Badinghagen kommen. Das kann man von innen nicht besichtigen, weil es im Privatbesitz ist, aber ist wirklich richtig hübsch anzuschauen. Und ich habe mich da aber entschlossen, aus Unkenntnis eben wieder zurück über die Berge zu fahren. Im Nachhinein würde ich verschiedene Dinge meiner Tour ein bisschen anders planen, weil ich an verschiedenen Sachen aus Unkenntnis einfach vorbeigerauscht bin, wie zum Beispiel auch der Wupperquelle. Ein Wanderpärchen, was ich auch unterwegs getroffen hatte, mit denen ich mich unterhalten hatte, fragte mich auch, mit was ich denn unterwegs bin. Mit Komoot? Und ich dann so, nee, ich bin einfach so frei Schnauze unterwegs. Ja, letztendlich bereue ich da auch nichts, weil schön ist es überall und irgendwie macht dieses Entdecken und Erkunden für mich auch einen großen Teil des Spaßes dieser Freizeitunternehmungen aus. Ja, das beste Beispiel dafür ist hier hinter diesem idyllischen Dörfchen Hed, als der Weg nach links abzweigte und trotz vieler Wegmarkierungen, die da lang gehen, der Charakter sich da sehr stark Mountainbike-artig entwickelte. Mit der Federgabel, der gefederten Sattelstütze und den richtig breiten Reifen war das Cube Kathmandu dem locker gewachsen. Bis jetzt. Ui, das ist jetzt aber schon krass mit dem Fahrrad hier. Oh, guck mal, hier ist das schön. Hör auf. Wie soll ich denn da durchkommen? Wie soll ich denn hier mit dem Fahrrad durchkommen? Hier ist der Weg. Da kommst du ja kaum ohne Fahrrad durch. Da kommt ein Hund.
Habe jetzt in einem Kraftakt mein Fahrrad darüber geschleppt. Da merkt man natürlich das Gewicht ganz schön von das Gewicht ganz schön von dem Cube. Ja, zum Glück habe ich hier meine Arbeitshosen an. Ja. Balancieren, balancieren. So. Oh. So, die Leute hatten gesagt, der Weg wird dann besser. Das ist hier das schlimmste Stück. Mal gucken. A3. Sauerland-Höhenflug. Ja, dann machen wir einen Sauerland-Höhenflug. Ja, den Gürtel ein bisschen enger machen hier, wenn der Pullover nicht mehr drin steckt. So. Das war ein Sauerland-Höhenflug jetzt gerade hier. Ich glaube, das wäre eher was hier für den Ansgar. Ja, und genau das meinte ich mit den kleinen Abenteuern, die man dann erlebt, wenn man so aufs Geratewohl losfährt. Und deswegen habe ich auch die letzten Minuten so ein bisschen ausführlicher und im Originalton abgespielt. Ja, aber irgendwann war es dann vorbei mit diesen wilden Wegen und man konnte sich wieder auf normalen Fahrspuren bewegen. Ja, und irgendwann, nach ein bisschen Auf und Ab, kam dann die Genkel-Talsperre schon in Sicht. Die Genkel-Talsperre, also da bin ich ja auch begeistert, die ist da wirklich sehr idyllisch gelegen. Da ist also kein Verkehr, auch keine Straßen, sondern es sind also ganz einfache Wege nur. Und man ist da mitten in der Natur pur. Also da lohnt sich auf alle Fälle mal ein Ausflug dahin, um da mal drumherum zu wandern und einfach die Stille und Ruhe zu genießen. Insgesamt besteht die Talsperre aus 3 von Norden gesehen immer größer werdenden Seen. Baden oder Boot fahren darf man in keinen von den Seen jetzt. Das ist also reines Trinkwasserreservoir. Aber zum Baden oder Bootfahren hat man ja die Bruchertalsperre oder die Aggertalsperre, die sind ja ganz in der Nähe.
Ja, so schön kann die Natur sein und das auch schon am 8. März. Man entwickelt da richtig Frühlingsgefühle, wenn einen die Sonne so streichelt, obwohl bis zum kalendarischen Frühlingsanfang ja noch lange hin ist. Und auch gerade hier in den Bergen ist ja die Natur sowieso noch ein bisschen später. Ja, an dieser Stelle entschloss ich mich, wieder die Berge hochzustrampeln. Wie schon erwähnt, wollte ich ja das E-Bike testen. Klar, für eine normale Tour kann ich das nicht empfehlen, jetzt so viel bergauf und bergab, aber für meinen Zweck war das gerade richtig. Hier oben erreiche ich das Örtchen Dannenberg. Das ist wieder fast da, wo ich am Anfang der Tour war, wo ich über den toten Wald gesprochen habe und wo die Windkrafträder waren. Von da ging es dann nochmal steil bergauf auf den Unnenberg. Dort befindet sich ein Aussichtsturm, den konnte man übrigens schon die ganze Zeit immer am Horizont sehen. Der 505 Meter hohe Unnenberg ist eine ganz stattliche Erhebung in dieser Gegend und auf dem befindet sich der besagte Unnenbergturm und eine Ausflugsgaststätte. Außerdem ist das noch ein richtig beliebter Biker-Treff. Die bevorzugen aber eher den Kiosk, der sich da auch daneben befindet. Und wenn man den Turm besteigen will, dann gibt man dort am Kiosk 1 € ab und dann darf man da hochkraxeln. Ja, jetzt sind wir hier auf dem Turm oben. Da ist die Gerketalsperre, hinten ist Meinernshagen mit der Aggerquelle. Da ist die Aggertalsperre. Da hinten irgendwo wohnen wir. Und da muss irgendwo Köln sein oder so. Keine Ahnung. Ja, wie man an den Windgeräuschen gerade gehört hat, war es auf dem Turm recht zugig. Ich wollte dann weiter Richtung Aggertalsperre und vorher erwartete mich aber eine wirklich rasante Talabfahrt. Da kamen mir auch immer wieder die vorhin erwähnten Biker entgegen. Ja, überholt hat mich keiner, weil ich hatte so locker knapp unter 60 km/h drauf. Da wurde mir dann auch ein bisschen mulmig und ich habe dann doch die Bremse beansprucht. Unten angekommen in dem Ort Landenbach zeigten die vielen Segelboote auf dem Campingplatz und auch das Kanu, was sich dort auf dem Dach befand, dass die Aggertalsperre sehr viel und sehr gerne mit Booten befahren wird. Durch die doch recht große Straße war die Fahrt die Aggertalsperre entlang dann doch weniger idyllisch wie erwartet und deswegen habe ich die Strecke dann auch recht zügig absolviert. Aber trotzdem war natürlich ein Blick auf das Wasser der Aggertalsperre immer lohnenswert, denn ich fand schon dieses tiefe Blau des Wassers irgendwie beeindruckend. Ich weiß nicht, ob es jetzt am blauen Himmel lag und an der Sonne und ob das immer so ist, keine Ahnung. Dann ging es über die Staumauer und hier an dieser Stelle hätte ich vielleicht lieber diesen kleinen Weg da rechts nehmen sollen, der da bis zur Sohle der Staumauer geht. Aber ich habe halt nicht genau gewusst, ob man da wirklich durchkommt oder ob da nicht irgendwelche Zäune oder Absperrungen sind von der Gewässertechnik. Und dann hätte ich nämlich wirklich da komplett wieder hochgemusst. Deswegen bin ich hier auf der großen Straße geblieben und habe halt nur von oben die Agger begucken können. Ja, und ich finde, auch das sollte man als Fahrradfahrer, wenn man sich auf der großen Straße bewegt, eben machen, dass man mal anhält und die sich aufgestauten Autos vorbeilässt. Das gehört sich einfach so. Trotz dieser wirklich frühen Jahreszeit war einfach kein guter Pegel vorhanden. Ansonsten darf man die Agger auch
hier schon mit dem Kajak befahren. Den Namen dieser kleinen Ortschaft, den finde ich schon ziemlich abgedreht und treibt mir ein Grinsen ins Gesicht. In Derschlag bekommt die Agger auch zwei richtig dicke Zuflüsse. Das ist einmal die Dörspe und dann auch die Steinagger. Ab dort habe ich dann auch den Radweg benutzt. Der nennt sich Alleenradweg Aggertalbahn. Und das ist ein wirklich neu angelegter Radweg, der da die Agger lang geht. Und der ist so genial. Also da gibt es kein Schlagloch, nichts. Man düst da lang, mitten durch die Natur. Einfach wunderbar. Einfach ein genialer Radweg und auch dadurch, dass es eben kaum bergauf, bergab geht, eigentlich auch ideal, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Ich bin auch bald wieder in Dieringhausen, der Ort, wo ich heute Morgen mit dem Zug gestartet bin und wo ich mein Auto abgestellt habe. Und auch die Agger, die ich von der Quelle bis hierher verfolgt habe, ist mittlerweile zu so einem richtig kleinen Flüsschen angewachsen. Und damit ist auch meine Fahrradtour durch das Oberbergische und das Westsauerland zu Ende. Ich hoffe, es hat gut unterhalten und Spaß gemacht. Und vielleicht habt ihr auch Lust auf eine weitere Unternehmung mit mir hier auf diesem Kanal. Bis dahin, tschüss.